Hallo und willkommen bei Dankecast Deutsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Henry und heute starte ich den Podcast alleine. Aber nur kurz, denn Emilia kommt gleich dazu. Heute haben wir ein Thema, das mich wirklich beschäftigt. Warum denkt man auf Englisch, obwohl man Deutsch lernen will? Warum übersetzt man jeden Satz im Kopf, bevor man spricht? Genau darum geht es heute. Wir sprechen über schnelles Denken auf Deutsch. Und ich frage euch gleich am Anfang, denkt ihr beim Sprechen noch auf Englisch? Schreibt es in die Kommentare. Guten Tag alle zusammen, ich bin Emilia und ich bin jetzt auch dabei. Henry, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich höre das oft von Leuten, die Deutsch lernen. Sie sagen, ich weiß die Wörter, aber wenn ich spreche, ist es so langsam. Alles dauert zu lange. Ja, genau. Und das ist ganz normal am Anfang. Aber warum passiert das? Was ist das Problem wirklich? Es ist nicht die Grammatik. Es sind nicht die Wörter. Das Problem ist das Denken selbst. Man denkt noch auf der Muttersprache. Und das kostet Zeit. Das stimmt. Und ich finde, viele Lernende verstehen das nicht. Sie denken, ich brauche mehr Vokabeln oder ich muss mehr Grammatik lernen. Aber eigentlich brauchen sie eine andere Art zu denken. Sie müssen lernen, direkt auf Deutsch zu denken. Richtig. Und das ist gar nicht so einfach. Unser Gehirn ist bequem. Es benutzt immer den schnellsten Weg. Und der schnellste Weg ist die Muttersprache. Das Gehirn kennt sie seit Jahren, also benutzt es sie automatisch. Das ist sehr interessant. Also ist das Gehirn eigentlich faul? Hahaha, ja, ein bisschen. Aber das ist nicht schlecht. Das Gehirn spart Energie, das ist klug. Aber für das Deutschlernen ist es manchmal ein Problem, weil das Gehirn nicht automatisch auf Deutsch wechselt. Man muss es trainieren. Trainieren, das klingt wie Sport. Ist Sprachenlernen wirklich wie Sport? Ja, ich glaube schon. Beim Sport trainiert man den Körper, beim Sprachenlernen trainiert man das Gehirn. Und beim Sport muss man auch regelmäßig üben, nicht nur einmal pro Woche. Man muss jeden Tag ein bisschen machen. Und was genau muss man trainieren? Was bedeutet schnelles Denken auf Deutsch? Gute Frage. Schnelles Denken bedeutet, man hört ein deutsches Wort und man versteht es sofort. Man muss nicht übersetzen. Man sieht einen Hund auf der Straße und denkt sofort Hund, nicht Dog equals Hund, einfach Hund. Das Wort kommt direkt ohne Umweg. Ah, ich verstehe. Das ist wie bei kleinen Kindern. Ein Kind lernt zuerst nicht, Apple ist Apfel. Es lernt einfach, das ist ein Apfel. Es sieht den Apfel und sagt Apfel. Direkt. Exakt. Kinder übersetzen nicht. Sie verbinden das Wort direkt mit dem Ding, mit dem Bild, mit dem Gefühl. Und das ist sehr wichtig. Sprache ist nicht Übersetzung. Sprache ist Verbindung. Das gefällt mir sehr. Sprache ist Verbindung. Aber wie macht man das als Erwachsener? Als Kind ist das automatisch. Als Erwachsener ist das viel schwieriger. Ja, das stimmt. Als Erwachsener muss man bewusst üben. Und es gibt ein paar gute Methoden. Die erste Methode: Denke auf Deutsch, wenn du alleine bist. Nicht laut sprechen, nur im Kopf. Du siehst einen Stuhl? Denk, Stuhl. Du trinkst Kaffee? Denk, ich trinke Kaffee. Das ist sehr einfach, aber sehr effektiv. Oh, das ist eine tolle Idee. Und man braucht dafür keine extra Zeit. Man macht es einfach im Alltag. Beim Frühstück, beim Spazierengehen, beim Einkaufen. Genau. Der Alltag ist perfekt zum Üben. Und die zweite Methode: Hör viel Deutsch. Podcasts, Musik, Serien, aber nicht mit Untertiteln auf Englisch. Das ist wichtig. Mit deutschen Untertiteln ist okay. Aber Englisch hilft dem Gehirn nicht, schnell zu werden. Das Gehirn liest Englisch und denkt auf Englisch. Das ist ein guter Punkt. Ich habe das selbst erlebt. Als ich eine neue Sprache gelernt habe, habe ich immer englische Untertitel benutzt. Und ich habe langsam verstanden, warum das ein Problem ist. Mein Gehirn hat sich auf das Englische verlassen. Es hat nicht wirklich zugehört. Ja, das Gehirn ist wieder faul. Es nimmt den einfachen Weg. Aber wenn man keine englischen Untertitel hat, muss das Gehirn arbeiten. Es muss zuhören, es muss verstehen und mit der Zeit wird es schneller. Und wie lange dauert das? Wie lange, bis man wirklich schnell denkt auf Deutsch? Das ist schwer zu sagen. Es ist unterschiedlich. Aber ich glaube, wenn man jeden Tag übt, wirklich jeden Tag auch nur 10 Minuten, dann merkt man nach ein paar Wochen schon einen Unterschied. Nach 3 bis 6 Monaten kann es wirklich gut werden. 10 Minuten pro Tag, das ist nicht viel, das kann jeder machen. Genau. Es muss nicht perfekt sein. Es muss nur regelmäßig sein. Das ist das Wichtigste. Viele Leute denken, ich muss 2 Stunden lernen oder ich lerne gar nicht. Aber das ist falsch. 10 Minuten jeden Tag ist viel besser als 2 Stunden einmal pro Woche. Das ist wirklich wahr und ich denke, das gilt auch für das schnelle Denken. Man baut es langsam auf, jeden Tag ein bisschen mehr. Und irgendwann, man merkt es gar nicht, denkt man plötzlich auf Deutsch. Ja, und das ist ein tolles Gefühl. Ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal geträumt habe auf einer anderen Sprache.
Das war so ein besonderer Moment. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist es wirklich im Kopf drin. Oh ja, der erste Traum auf Deutsch, das ist ein Zeichen. Das Gehirn hat die Sprache wirklich akzeptiert. Habt ihr schon auf Deutsch geträumt? Schreibt es uns in die Kommentare, wir sind wirklich neugierig. Ja, schreibt es uns. Und noch etwas. Eine dritte Methode für schnelles Denken. Man soll Redewendungen und kurze Sätze auswendig lernen, nicht einzelne Wörter, ganze Sätze. Zum Beispiel, wie geht es dir? Das ist toll. Ich verstehe das nicht. Das macht Spaß. Solche Sätze soll man so oft hören und sagen, bis sie automatisch kommen. Das ist sehr praktisch, weil im echten Leben sprechen wir oft die gleichen Sätze. Wir sagen Hallo, wir fragen, wie geht es dir? Wir danken jemandem. Wenn diese Sätze automatisch sind, hat man schon eine gute Basis. Richtig. Und dann kann man diese Basis erweitern. Man lernt neue Wörter und setzt sie in bekannte Strukturen. Das ist leichter, als immer neue Strukturen zu lernen. Also zusammengefasst. Erstens, denke im Alltag auf Deutsch. Zweitens, hör Deutsch ohne englische Untertitel. Drittens, lerne ganze Sätze auswendig, nicht nur Wörter. Perfekt zusammengefasst, Emilia. Und ich möchte noch eine 4. Methode hinzufügen. Sprich mit dir selbst auf Deutsch. Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es ist sehr effektiv. Du kannst deinen Tag beschreiben. Auf Deutsch, alleine zu Hause. Was hast du heute gemacht? Was isst du gerade? Was denkst du? Haha, das ist tatsächlich eine gute Idee. Obwohl es ein bisschen komisch aussieht, wenn jemand mit sich selbst redet. Aber wenn es hilft, warum nicht? Genau. Und niemand hört es. Also macht es nichts, wenn man Fehler macht. Das ist eigentlich der beste Teil. Man kann Fehler machen, ohne Angst. Und Fehler machen ist wichtig. Ohne Fehler lernt man nicht. Das stimmt. Fehler sind nicht schlimm. Fehler sind Teil des Lernens. Ich glaube, viele Lernende haben Angst vor Fehlern. Sie wollen nicht komisch klingen, aber das hält sie zurück. Ja, die Angst ist ein großes Problem. Wenn man Angst hat, spricht man weniger. Und wenn man weniger spricht, lernt man langsamer. Es ist ein Kreislauf. Man muss diesen Kreislauf durchbrechen. Und wie bricht man diesen Kreislauf? Indem man einfach spricht. Auch wenn es nicht perfekt ist. Auch wenn man Fehler macht. Man fängt an, man übt. Und mit der Zeit wird man besser. Das Gehirn lernt durch Erfahrung, nicht durch Nachdenken alleine. Das ist ein wichtiger Satz. Das Gehirn lernt durch Erfahrung. Das bedeutet, man muss die Sprache erleben. Man muss sie benutzen. Nicht nur lesen und hören, auch sprechen. Genau. Und deswegen ist dieser Podcast auch auf Deutsch. Wir sprechen natürlich normal, alltäglich. Ihr hört echte Gespräche. Das Gehirn hört Deutsch und lernt, wie Deutsch klingt, wie es sich anfühlt. Das ist viel wertvoller als ein Lehrbuch. Das gefällt mir sehr und ich möchte noch etwas sagen. Schnelles Denken auf Deutsch kommt nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Und dieser Prozess braucht Zeit. Also seid geduldig mit euch selbst. Sehr schön gesagt. Geduld ist wirklich wichtig und Spaß auch. Wenn man Spaß hat beim Lernen, geht es viel besser. Das Gehirn erinnert sich besser an Dinge, die Spaß machen. Das ist wissenschaftlich bewiesen übrigens. Wenn wir glücklich sind oder aufgeregt, produziert das Gehirn Dopamin. Und Dopamin hilft beim Lernen. Deswegen macht das deutsche Lernen so angenehm wie möglich. Schau dir Filme an, die du magst. Auf Deutsch. Hör Musik, die du magst, auf Deutsch. Lies Themen, die dich interessieren. Auf Deutsch. So macht das Gehirn eine positive Verbindung mit der Sprache. Wunderbar. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum viele Leute hier bei Dankecast Deutsch sind. Wir machen das hoffentlich angenehm. Wir sprechen über interessante Themen. Und ihr lernt dabei. Genau das ist unser Ziel. Deutschlernen soll kein Stress sein. Es soll interessant sein, motivierend, manchmal lustig. Und heute haben wir über ein sehr wichtiges Thema gesprochen. Warum braucht man schnelles Denken für fließendes Deutsch? Und die Antwort ist klar, weil Sprache Verbindung ist, keine Übersetzung. Das Gehirn muss trainiert werden, direkt auf Deutsch zu reagieren. Und das passiert durch regelmäßiges Üben im Alltag. Wir haben heute 4 Methoden besprochen. Erstens, im Alltag auf Deutsch denken. Zweitens, Deutsch hören ohne englische Untertitel. Drittens, ganze Sätze auswendig lernen. Und viertens, mit sich selbst auf Deutsch sprechen. Probiert eine davon aus diese Woche. Und schreibt uns in die Kommentare, welche Methode ihr ausprobiert habt und wie es war. Wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten. Ja, wirklich. Eure Kommentare machen uns immer sehr glücklich. Und wenn dieser Podcast euch geholfen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Das hilft uns sehr weiterzumachen. Und teilt diesen Podcast auch mit Freunden, die Deutsch lernen. Vielleicht hilft er ihnen auch. Je mehr Menschen Deutsch lernen, desto besser. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht weiter so mit eurem Deutschlernen. Tschüss und auf Wiederhören. Ihr seid großartig.